Es gibt Redezeit im Studio SHK, liebe Zuschauer, denn wir reden über ein ganz, ganz wesentliches, wenn nicht sogar das allerwichtigste Thema hier in der Branche, das Wasser. Wasser für alle ist das Ziel und ohne Wasser ist alles nichts. Deshalb haben wir zum Anlass genommen den World Plumbing Day, also den Welttag für die Sanitärindustrie und das Handwerk, um uns mit diesem Thema noch mal etwas intensiver zu beschäftigen. Der war am 11. März, aber der hohe Besuch ist jetzt am Freitag, dem 13. gekommen. Wir wollen aber eine kleine Vorlage geben mit einem kleinen Video, das sich mit der Notwendigkeit beschäftigt, allen Menschen auf der Welt Wasser, reines Wasser zur Verfügung zu stellen. Vorwegschicken darf ich, weil das gleich auf Englisch eingeblendet wird, die Resolution der Vereinten Nationen lautet schlicht und einfach: Wasser ist von entscheidender Bedeutung für eine nachhaltige Entwicklung und für die menschliche Gesundheit und das Wohlbefinden unerlässlich. Und alles, was Sie dann auf Englisch hören, wird anschließend auch noch im Video übersetzt. Also sozusagen wie beim Fernsehen, Mats ab. One billion people across the globe suffer from a severe lack of access to safe water. 2.5 billion people have no access to safe sanitation. 80% of diseases in developing countries can be traced back to inadequate water and sanitation facilities. I know that giving my dog a bath is a luxury not many people can afford. Many children around the world don't even have clean water to drink. Clean water is not ours to waste, it's ours to save. So sind die Tatsachen. 1 Milliarde Menschen haben keinen Zugang zu reinem Wasser. 2,5 Milliarden Menschen haben keinen Zugang zu sicheren sanitären Anlagen. Und 80% der Erkrankungen in Entwicklungsländern können auf Wassermangel und mangelhafte sanitäre Versorgung zurückgeführt werden. Die Dame, die wir gerade da gesehen haben, hat gesagt: Ich weiß, dass es ein absoluter Luxus ist, meinem Hund eine Dusche zu geben. Ein Luxus, den sich sehr viele Menschen nicht leisten können. Viele Kinder auf der ganzen Welt haben nicht mal reines Wasser zum Trinken. Wir dürfen kein Wasser verschwenden. We are not designed to spoil water. Ich übersetze das schon mal für unsere Gäste. Es ist nämlich an uns, sparsam mit Wasser umzugehen. It's our job to save water instead of spoiling it. Ich spreche deshalb ein bisschen Englisch zwischendurch, denn wir haben hohen Besuch aus Indien und sogar extra 22 Stunden Reise aus Australien angereist vom World Plumbing Council, den Präsidenten Sudhakaran Nair. Welcome very much. You come from? From India, that's what I said, right. And Shane Lacombe, all the way from Melbourne, der Vizepräsident. So welcome very much, gentlemen. I have to ask a first question. Ich muss erstmal fragen, etwas, was nicht unbedingt mit Wasser zu tun hat, which is not dealing with the water. Who is that wonderful actress? She also does interviews with you in that video on your homepage. The bright little girl, her name is Awa. Yeah, her name is Awa, A-V-A, Awa. Yeah. She's a primary school student. She is currently studying in the 8th standard. So we thought that coming from a little girl like this, that will carry more value. And I suppose you liked what she said. Yes, also Herr Nair sagt, das ist eine junge Dame namens Ava, Grundschülerin, und man hat sich gesagt, sie ist eine wunderbare Botschafterin für das, was man den Menschen mitteilen soll. Einerseits Wasser sparen, aber auch eben reines Wasser der ganzen Menschheit zur Verfügung zu stellen. So she's very talented. She will also be. Absolutely. Ja, also she is very well read and ja. She knows a lot. Also sie weiß sehr viel und sie kann sich sehr gut ausdrücken. Also eine wunderbare Botschafterin. Mr. Lacombe, so this is one way to send messages to the world about water. Is this messaging one of the main purposes of the WPC? Ist das, diese Messages, ist das also den Leuten mitteilen, worum es geht? Ist das eine wesentliche Aufgabe des World Plumbing Council?
two important messages. One is in advanced economies like you have here in Germany, you have wonderful plumbing systems that you're able to take advantage of. Also in Deutschland hat man wunderbare Installationen, von denen man profitieren kann. But people often they don't really understand what plumbers do. The work they do is, when it's working correctly, it's out of sight. You take it for granted. You put the tap under the glass and you get fresh water. Okay, also man muss aber wertschätzen, was diese Menschen leisten. Normalerweise sagt man, hinter den Kulissen wird gearbeitet und getan, aber wir sehen eigentlich nur, wie das Wasser aus dem Wasserhahn kommt. Ja? So part of our role is to help remind plumbers of their important contribution and communities, to remind communities just how important making sure plumbing is done correctly and the risks that can arise when you don't do it the right way. Ja, also ganz klar, was ja auch die Nachricht, die Botschaft ist hier auf der ISH. Ganz wichtig sind die Installationen, ist das SHK-Handwerk. Man muss also dafür Sorge tragen, dass alles sauber gearbeitet wird, damit auch saubere Ergebnisse rauskommen. Mr. Nair, yes. So you are here on the ISH, also here in the studio of the ZVSHK, your German member, so to speak. What's your impression here about this presentation? Well, Also kurz natürlich noch, wir wollen jetzt ein kleines Lob hören. Wie finden Sie denn hier den Stand des ZVSHK inklusive Fernsehstudio? Yes. I have been privileged to come to the ISS show starting from the 80s. Probably it was in 82 or 84 that I visited here first. Also zum ersten Mal bei der ISH war zu Beginn der 80er Jahre, also vor mittlerweile 25 Jahren. This is by far the world's best show as far as plumbing and heating is concerned, and especially for the plumbing community, I would say this is the Mecca. Okay, es ist wunderbar geadelt vom Oberboss. Es ist das Mekka der Industrie, der SHK-Industrie und des Handwerks. And have you been here for a long time? Since I said Mr. Lacombe just arrived today and will be back to Australia in 2 days. Sind Sie ein bisschen länger da? Mr. Lacombe kommt extra eingeflogen mit den Kollegen und hat 22 Stunden Reise hinter sich. I have to do justice to my visit. So I was here yesterday. I was in the booth of ZVSHK also yesterday. I went around and saw a bit. Okay, I'm not anymore a young engineer that I used to be, but I am still excited looking around and seeing what I see. Also er sagt, er ist nicht mehr der ganz junge Installateur sozusagen, sondern aber er macht trotzdem die Kilometer, ist hier auf der Messe unterwegs. We're talking about the messages. Wir reden also über die Botschaften. What is the very, very main problem and in which area? Wo sind die ganz großen Probleme und in welchem Teil der Welt? Denn wir haben gesehen, überall gibt es Probleme in den Entwicklungsländern. The problem with plumbing is, there is no awareness of what the plumber does. Now, you will, those who are in the developed countries, they know. Once they, as my friend Shane said, you flush a toilet cistern, the clean water comes, the wastewater gets carried out. Ja, also es fehlt das Bewusstsein, wie wichtig dieses Handwerk ist und die Industrie. Alle sagen sich einfach in den entwickelten Ländern, ich halte einfach das Glas unter den Wasserhahn, da kommt Wasser raus. Open a tap, you get fresh clean water at the right volume, at the right pressure, at the right temperature. The engineering that goes behind this is plumbing. Ja, also das ganze Handwerk, das Know-how, das sich hinter dem Druck, hinter der Menge, hinter der Qualität des Wassers verbirgt, all das ist das SHK-Handwerk. Greatest achievement of the World Plumbing Council for its 25 years existence is probably creating this awareness that plumbing is important. Ja, also und die wesentliche Aufgabe des WPC, des World Plumbing Councils, also des Weltverbandes, ist es eben, dieses Bewusstsein zu schaffen. Mr. Lacombe, when I hear about or hear those words, every 15 seconds a child dies because of water pollution or lack of water. Wenn man also in einem etwas längeren Beitrag auch hört, alle 15 Sekunden stirbt ein Kind auf der Welt wegen Wassermangels oder wegen Wasserverschmutzung. Isn't that a huge purpose and sometimes you think we can't make it, we will never be able to make it. Kann man manchmal verzweifeln und sagen, das ist so eine Riesenaufgabe, wir können das eigentlich gar nicht bewältigen. Yeah, what you've said there, an amazing statistic. A tragic statistic. Es ist eine tragische Statistik. Alle 15 Sekunden stirbt ein Kind. But completely preventable. This is not a cure that we need to discover. Modern plumbing systems will eradicate
waterborne disease and death. Es ist aber nicht unmöglich, dieses Problem zu lösen. Dabei spielt die Branche eine große Rolle und es muss möglich sein, auf der ganzen Welt Menschen davor zu bewahren, durch wasserbedingte Krankheiten zu sterben. So the World Plumbing Council is committed to creating a network of plumbing knowledge all around the world so that we can work collectively to overcome this tragic reality. Es geht schlicht und einfach um ganz modern das Networking, dass also sich die Power sozusagen, die Möglichkeiten des SHK-Handwerks, dass sich das über die ganze Welt verbreitet. So, das ist auch eine Frage der Organisation. So this is also a matter of organization, Mr. Nair. Absolutely. And it's a matter of having people there to learn everything about perfect plumbing. Es geht also darum, allen Menschen beizubringen, dass sie perfekt arbeiten können, um diese Wasservorräte dann auch wirklich in entsprechender Qualität vorzuhalten. So, education is one of the big parts in your WPC, also die Ausbildung ist ein ganz wichtiger Punkt. Yes, and more than all that, today with the technology what it is, the world has shrunk into being a small global village. Now, the countries like India or China, the sub-Saharan African nations, can benefit from what, say for example, Germany has achieved or Australia has achieved or the United States have achieved in better plumbing standards. So one of the main missions of the World Plumbing Council is unite the world plumbing industry and share each other's experiences, share each other's successes. Ja. Also die Verbindung der Organisationen ist quasi schon da, aber es geht eben darum, auch alle Kompetenten in ein Netzwerk einzubinden und zusammenzubringen. Yes. So, Mr. Lacombe, this is the purpose. How do you manage it? Wie machen Sie das ganz praktisch? How do you really organize it practically? Well, education is a huge part of the story. So I myself head up a training institute back in Melbourne, and sharing our collaborating and sharing our knowledge is an important first step. And no one has a license on a good idea. Everyone in the world can be coming up with solutions to this awful problem. Also, es geht darum, jeder kann Ideen haben, jeder kann kreativ sein, um diese Branche nach vorne zu bringen, um damit aber natürlich auch eben wirklich vor Ort die Arbeit zu leisten. Und Mr. Lacombe ist selbst Vorsitzender bzw. leitet eine Institution in Australien, die sich mit der Aus- und Fortbildung beschäftigt. So, we have information about like 80% of diseases in the developing world is combined with, let's say simply, bad water. Also 80% der Krankheiten und der Todesfälle auf der Welt hängen direkt oder indirekt zusammen mit mangelnder Qualität des Wassers. What do you think within the coming 20 years? How can you develop this percentage to a smaller amount? Was glauben Sie, wie lange oder was schaffen Sie innerhalb von 20 Jahren, diesen hohen Prozentsatz der Todesfälle durch mangelnde Wasserversorgung oder mangelnde Qualität runterzudrücken? I must say that there is scope for a lot of hope, and one of the success stories of the World Plumbing Council is, for example, my own country, India. Also das eigene Land von Herrn Nair, Indien, ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie sich die Initiative des World Plumbing Council auch auswirken kann. After I joined the executive board of the World Plumbing Council in 2005, this is my fourth term, I could interact with developed countries and people from countries where the plumbing standards are high. I could come up with the collaborations, take them back to my country, start education and training programs, publication of codes and standards. Today, I can proudly say India has got one of the fastest growing and most sophisticated plumbing industry. Yep. And I could say in the next 10 years, we will reach somewhere. Okay, also er sagt, am besten sein Beispiel im eigenen Land, seit er dem Council angehört, beziehungsweise auch im Executive Board ist, also Präsident, immerhin schon seit 1995, right? 2005 Seit I joined 2005, also seit 10 Jahren, hat er durch die Kontakte nach außen mit der Industrie, Aus- und Fortbildung, hat er all das auch in sein Land besser hereinbringen können und damit ist zum Beispiel Indien schon auf einem sehr, sehr guten Weg. And I hope you can spread all this knowledge, this power, this networking all over the world so that you take a very, very big part in the positive development of water quality and amount. Und also, dass alle
hoffentlich auf diesem Weg weitergehen können. And Mr. Lacombe, I feel that before you go back to Australia, you want to say a final sentence. Ich will noch einen Satz sagen, da bin ich I'll ganz just sicher. add one other thought, and that is that technology will play a big part in the solution to the problem that you've just raised. Also ein Gedanke ganz wichtig ist eben, dass die Technologie, also die Industrie, einen sehr, sehr wichtigen Teil spielt. Auch hier haben wir ja Industrie und Handwerk. And no finer examples than what we're seeing on display as we walk around this marvellous fair here now. Also, und ein Beispiel, das er jetzt gefunden hat, während er hier auf der Messe, auf der ISH herumgewandert ist und sich alles angeschaut hat. But what we have to do is work collectively to make sure everyone has the training they need to deliver and take advantage of these technological advances. Also, aber der ganz wichtige Teil ist, und das war ja auch entscheidender Teil hier in diesem Gespräch, es muss darum gehen, mit den technischen Möglichkeiten so umzugehen, dass sie auch wirklich zu 100% angewendet werden können in den entwickelten Ländern, in der Hochzivilisation sozusagen, was die Wasserqualität betrifft. Klappt das schon sehr gut, aber man muss es herausbringen in die Welt, damit die Milliarden, those billions of people get cleaner water and enough water, dass sie genug und sauberes Wasser kriegen. Thank you for joining us. Thank you for having us. We are honored. Danke, dass die beiden Herren hier waren. Wir fühlen uns geehrt. Danke. And we hope you will find new impressions and new motivations while walking around this incredible, huge fair. Ich hoffe, Sie kriegen noch viele neue Eindrücke und auch Motivation, wenn Sie hier herumlaufen. In the Mecca of Plumbing, hat der Präsident gesagt. Beim Mekka des SHK-Handwerks und der Industrie. Thank you, Mr. Nair. Thank you so much. Thank you, Mr. Lacombe. Und das war unser deutsch-englischer Talk. Ich hoffe, Sie haben Spaß daran gehabt und Informationen mitgenommen. Tschüss.